Kann ich nicht, gibt es nicht, ist meine Devise. Deswegen möchte ich euch einladen, im Prinzip das Malen auf ganz einfache Weise nach Trudes Art zu erlernen. Ich zeige hier in einem Beispiel, wie ich jetzt male mit wenigen Strichen in ganz schnell und wenigen Farben eine Frau zaubere. Das macht man noch nicht gleich im ersten Tutorial, aber um einfach zu zeigen, ich habe mir das selber beigebracht, mit ganz wenigen Strichen und Mitteln zu arbeiten, sodass man Kunst auch zu einem vernünftigen Preis verkaufen kann. Und deswegen zeige ich hier mal im Schnellverfahren, wie da so eine Frau in meinen Händen entsteht. Einfach nur zuschauen, dass man erstmal von dem, was ich da tue, versteht, was ich mache. Ich nehme das Weiß, um es aufzuhellen, und ich nehme das Schwarz, um Konturen zu schaffen. Und ich möchte einfach nur eine karikative Frau schaffen, keine, die echt ist, sondern einfach, die einen Charakter hat, indem man ein markantes Gesicht macht, eine Haltung zeigt, die für eine Karikatur oder für eine einfache Zeichnung reicht. Wir wollen kein Foto nachzeichnen, sondern einfach eine Karikatur. Meine Malweise ist entstanden durch Kreise und durch Dreiecke und durch Vierecke, indem ich einfach normale Zeitungen, Bilder von Zeitungen kopiert habe. Und das zeige ich jetzt hier, nämlich den Elefanten, und zeige da, wie ich da einen Kreis aus dem Körper mache, ein Dreieck aus den Ohren und den Rest in Quadrate und Dreiecke packe. Und Vierecke natürlich. Und das mache ich mit dem nächsten Tier auch noch so, mit der Maus, die ich auch ausgedruckt habe. Ähm, Könnt ihr schon erkennen, den Kreis, und der Kopf ist wie ein Dreieck und die Ohren sind wie Kreise. Genau. Und dann habe ich noch eine Kröte ausgedruckt, die noch ein bisschen schwieriger ist, aber man muss immer versuchen, den Kreis und die Dreiecke zu finden. Wie macht man das? Man nimmt immer erst den Körper, die Beine außen vor lassen und diesen umkreisen und dann den Kopf nehmen, umkreisen, die Augen nehmen, umkreisen, und schon könnte das fast ein Frosch sein, oder? Die Beine hätte man jetzt auch mit Dreiecke machen können. Also, das ist keine Vorgabe, wie man was in Dreiecke und Kreise zeigt, nur dass man so Proportionen lernt von einem Tier oder von anderen Sachen zu lernen, also indem man da einfach Dreiecke, Kreise, Vierecke malt. Und dieses Vorbild nehmen wir jetzt und malen das ab, indem wir das einfach auf das nächste Papier zeichnen. Und das, was wir da jetzt in Dreiecke, Kreise, wir haben keine Dreiecke, also nur Vierecke, Kreise nachmalen. Das ist so die einfachste Übung, um erstmal zu lernen, wie so ein Frosch entsteht. Einfach nachmalen. Beinchen ran. Genau. Und fertig ist der Frosch. Und das gleiche nochmal machen wir jetzt mit Farbe. Mit Farbe wird das gleiche nochmal einen Ticken schwieriger, aber nur so versteht man, wie Konturen, wie Proportionen entstehen. Kreise machen, Kreise, Striche. Probiert es mal. Das ist so im Prinzip jetzt eure Aufgabe. Nehmt irgendein Tier, was ihr findet in der Zeitung, im Katalog. So habe ich mir das beigebracht. Das kann man mit jedem Tier so machen und mehrmals versuchen, mit einem anderen Tier versuchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ergebnis unter die Kommentare schreibt, ob ihr zufrieden seid oder ob ihr da noch mal 'ne Anleitung möchtet. Dann machen wir weiter. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich, und ich freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal schaut beim nächsten Tutorial. Ich mache natürlich weiter und zeige euch die nächsten Tricks, wie man weiter damit arbeiten kann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.